Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal Infos zu Chrono24. Wie ich dort eine Luxusuhr gebraucht gekauft habe. Meine Erfahrungen dazu. Und ja, alle Infos, nützliche Tools etc. Da möchte ich gerne jetzt mal näher drauf eingehen. Es geht um diese tolle Tudor mit dem Smiley Face und der Rose. Mein Daily Rocker zu besonderen Anlässen. Und ja, ich habe leider das Review zu der Tudor immer noch nicht online. Ich habe schon fertig, aber es fehlen noch die Fotos. Ich gelobe Besserung, es wird bald online sein. Dann gebe ich euch schnellstens Bescheid. Jetzt geht es aber erstmal um Chrono24. Und wenn ihr da Fragen habt, gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst und gerne den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Also, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Chrono24 und allen Infos, die ich finden konnte. Bis dahin, bis später. So, hier sind wir auch schon bei Chrono24. Chrono24.de. Wir sind hier direkt auf der Startseite und es gibt hier verschiedene Punkte. Uhren kaufen, Uhren verkaufen, Magazin, Watch Collection und so weiter. Wir können mal kurz durchscrollen. Es ist natürlich jetzt personalisiert für mich, die Seite, weil ich mich hier bereits eingeloggt habe. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir empfehlen für Sie, könnt ihr schon sehen, ich habe hier schön nach der TVB gesucht und Moonswatch natürlich, war ja der große Hype. Genau, hier gibt es einige Infos, Zahlung über Treuhandservice, Echtheitsgarantie etc. Zuletzt gesucht und angesehen, beliebte Modelle etc. So, ich habe jetzt hier schon mal eine Seite aufgemacht und zwar zum Unternehmen selbst, das ist nämlich ganz interessant. Schaut euch bitte mal die Zahlen an. Es sind ca. 500.000 Uhren, 500.000 Stück im Gesamtwert von ca. 4 Milliarden Euro. Und 2020 wurden Uhren im Wert von ca. 2 Milliarden Euro über Chrono24 verkauft. Das sagt ja schon alles und sehr viel. Ich denke mal, 2021 sah auch super aus, das Jahr. Die Zahlen stehen hier leider noch nicht. Ja, also hoch spannend, wie ich finde. Es gibt hier auch noch weitere Zahlen. Die Seite ist ziemlich lang. Seit 18 Jahren sind sie am Markt. Ja, schaut euch die Zahlen an. 34.000 vertrauenswürdige Käufer aus über 120 Ländern. 9 Millionen Website-Besucher pro Monat. Und 6,55 Millionen, sorry, ich wollte die 50.000 nicht unterschlagen, zufriedene App-Benutzer. Auf die App gehe ich später auch noch mal kurz ein. Da lässt sich wirklich sehr einfach bedienen, genauso wie die Internetseite. Ich bin noch der klassische, ich bin am Mac und surf durch die Seiten. Genau. Hier unten seht ihr auch noch mal schön, ich kann hier direkt einsteigen in die Länder, wo ich will. Mexiko, Argentinien, whatever. Dänemark und schon habe ich Chrono24 DK. Und jedes Land hat seine eigene Seite mit seinen eigenen Themen etc. Und ja, wie bin ich jetzt zu meiner Tudor gekommen? Darum geht es ja. So, hier sehen wir jetzt nochmal auf der Startseite. Hier sehen wir jetzt nochmal ganz oben. Und hier oben der große Suchschlitz. Letztendlich geht es darum, ich habe die Tudor 79220N gesucht damals und so sehen die Suchergebnisse aus. Ganz interessant, hier unten findet ihr gleich einen Punkt Suche speichern. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ihr auch schon registriert seid und angemeldet seid. Das ist wie bei jedem anderen Portal, eBay und Co. Das müsst ihr natürlich tun. Also habt keine Angst davor, das zu tun. Es passiert euch nichts. Es ist alles gut. Es ist ein wirklich Top-Portal, wenn es um Thema Uhren geht. So. Jetzt könnte man hier zum Beispiel sagen, ich speichere die Suche und man kann dann eben
genau diese Suche speichern und auch Infos per Mail bekommen. Dann sieht man sofort immer, sobald eine neue Uhr da ist, weil manchmal sucht man ja vielleicht ein ausgefallenes Modell, wo es nicht ganz so viel von gibt, und schon ist das Ganze gespeichert und ihr kriegt sofort eine E-Mail, wenn die Uhr online ist. Vielleicht habt ihr Glück, dass ihr dann der Erste seid, der mit dem Verkäufer verhandeln kann und die Uhr kaufen kann. Genau. Suche speichern. Fertig. So. So bin ich zu meiner Uhr gekommen und jetzt gehen wir einfach mal auf meine Seite. Hier seht ihr die einzelnen Punkte: Nachrichten, Kaufen, Verkaufen, Merkzettel etc. pp. Einstellung, Profil. Da gehe ich jetzt auf die einzelnen Punkte gehe ich jetzt nicht ein. Da sind ja auch ein paar private Daten von mir drin. Ich gehe mal auf Kaufen. Ich habe hier so ein paar Sachen gekauft. Unter anderem eben die Tudor Black Bay für 4.999 €. Das Ganze sieht so aus, wenn die Bestellung abgeschlossen ist. Man sieht alle einzelnen Punkte, wie das ganze Thema gelaufen ist. Und man sieht sogar den kompletten Verlauf. Also ich habe sie am 19.01. dann gekauft und hier sind das praktisch noch die ganzen Nachrichten zu sehen, die ich mit dem Verkäufer hatte. Der Verkäufer kam aus Dänemark und wir hatten da so ein kleines Thema mit dem Versand, weil das wohl nicht so einfach ist, solche hohen Werte aus Dänemark zu verschicken. Haben wir letztendlich aber nachher doch eine Lösung gefunden und deswegen hatten wir ein paar Nachrichten mehr als vielleicht jemand anders, der sagt, ich möchte gerne die Uhr haben. Ja, alles klar, bezahl und dann ist gut. Genau. Hier geht es nochmal zum Inserat. So sah das Ganze aus. Und ja, aufgrund des Inserates, wo alle Daten stehen, man sieht also immer, welche Zustände das sind, mit der Beschreibung etc., habe ich dann die Uhr gekauft. Und die ganze Zahlungsabwicklung, gehen wir auf das Thema Käuferschutz. Die ganze Zahlungsabwicklung läuft über einen Treuhandservice und das heißt, ich bezahle das Geld auf das Treuhandservice-Konto und der Verkäufer schickt mir die Uhr und sobald das alles grün ist, dann sage ich Chrono24 Bescheid und der Verkäufer bekommt sein Geld. Läuft letztendlich ganz einfach. Es gibt auch Echtheitsgarantie für alle gewerblichen Anbieter. Dazu verpflichten sich alle. Und 14 Tage gesetzliches Widerrufsrecht gibt es auch über alle Händler. Natürlich sieht es beim Privatkauf anders aus. Da habt ihr diese Rechte letztendlich nicht. So, das wollte ich nochmal sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Bei Kauf von Privat, Zahlung, Treuhandservice, der Besitz der Uhr wird überprüft. Das zeige ich gleich auch nochmal, wie das funktioniert. Versicherter Versand ist auch wichtig. Man verpflichtet sich, wenn ich verkaufe, dass ich das genauso mache. Und genau. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Uhr. Und zwar, sorry, ich kriege das nicht abgeschaltet, wenn mein Mac an ist. Ich gehe jetzt nochmal auf die Uhr. Und zwar so, jetzt haben wir hier nochmal einen Punkt. Das ist ganz interessant. Verkauf natürlich klar. Ich mache den Verkauf jetzt aber nochmal anders. Und zwar geht es über Watch Collection. Dort ist die Uhr drin. Das finde ich eine ganz feine Sache. Es gibt zu ganz vielen Uhren ja eine gespeicherte Historie. Hier seht ihr hier ganz unten. Und zwar könnt ihr hier genau sehen, wann die Uhr wie viel wert war im Schnitt. Über alle Verkäufe über Chrono24. Ich habe sie zu dem Zeitpunkt gekauft. Naja, ich hätte sie lieber hier kaufen sollen. Ne? Also im Januar, dann ging es auch noch mal höher. Und dann seitdem ging es runter wegen dem Krieg und jetzt geht es gerade wieder ein bisschen nach oben. Also was ja gut ist, aber ich finde das immer ganz interessant. Man sieht gleich die Wertentwicklung, wie das Ganze nach oben gegangen ist und ja, so. Hier sieht man nochmal alle Daten, Schätzwert, Min, Max, Gewinn und so weiter. Und das finde ich eine richtig, richtig coole Sache. Ihr könnt hier auch Uhren anlegen, die ihr nicht gekauft habt, um dann praktisch die Wertentwicklung zu sehen. Vielleicht von Uhren, wo ihr sagt, Mensch,
die möchte ich mir gerne in einem Jahr kaufen. Wie sieht denn das aus? Geht die überhaupt nach oben? Geht die nach unten? Hält die den Wert oder ähnliches? Aber es ist natürlich aufgrund der ganzen Gegebenheiten, die draußen gerade in der Welt passieren, sowieso schwierig, solche Themen genau vorherzusagen. Ja? Wer hätte das gedacht, dass zu Corona-Zeiten die Rolex-Uhren so nach oben schießen, ja? Oder alle hochwertigen Uhren so nach oben schießen. Was man ja hier auch sehr gut sieht, ne? Ja, 4,9 und dann sind die schon wieder knapp 1000 Euro mehr hier. Also ganz feine Sache finde ich das. Ich kann jetzt natürlich auch die Uhr hier direkt wieder verkaufen. Jetzt kann ich sie direkt an Chrono24 verkaufen, wenn ich mag. Dann werde ich natürlich nicht so viel Gewinn bekommen. Gehe ich mal von aus, ich habe es noch nie gemacht. Muss man ausprobieren, man wartet aufs Angebot und sagt, okay, passt oder passt nicht. Oder auf Chrono24 direkt im Portal platzieren, so dass es die 500.000 User dann letztendlich sehen. Ich klicke mal auf Weiter. Jetzt werden die ganzen Merkmale der Uhr ermittelt und schon voreingetragen. Also ihr müsst ja nicht alles mühsam ausfüllen. Das ist also schon sehr gut. Ihr seht das hier, Black Bay, die Referenznummer, Zustand muss ich selber noch auswählen. Dann Lieferumfang, was alles dabei ist, Basisdaten, von wann die Uhr ist. Hier gebe ich noch eine kurze Beschreibung rein. Preisempfehlung kann man ganz einfach übernehmen. Ich klicke hier drauf und ich sehe sofort die Provision. 335 Euro und zwar nimmt Chrono24 6,5% vom Verkaufspreis, was ich absolut fair finde im Bereich Privat. Bei den gewerblichen Händlern weiß ich nicht, die haben glaube ich monatliche Pauschalen und können dann ganz viele oder unbegrenzt Uhren einstellen. So, und somit sehe ich auch sofort meinen Erlös und ich sehe sofort, was mich die Party kostet und was ich letztendlich bekomme, wenn ich sie für diesen Preis verkaufe. Jetzt nur mal am Rande, was ich noch gesehen habe. Ich habe mal gesucht nach Uhrenverkauf. Also ich habe auch schon 1, 2 Uhren über eBay verkauft. Es waren immer 10%. Jetzt habe ich gesehen, dass mittlerweile die Verkaufsprovision auf 11% hochgegangen ist und alles, was über 1.990 Euro ist, nochmal zusätzlich 2% kostet. Da kann es dann natürlich ganz schnell teuer werden, wenn ich eine ziemlich teure Uhr verkaufe. eBay hat ja so einen eigenen Marktplatz wohl aufgebaut, habe ich so jetzt weiter auch nicht zugefunden. Wenn ihr da Infos zu habt oder wenn es da andere Provisionssätze gibt oder ähnliches, gebt mir hier gerne Bescheid. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe, als ich nach Luxusuhr-Verkaufsprovision eBay gesucht habe. Ich kam immer wieder auf die Grundprovision bei eBay und wie gesagt, die sind jetzt mittlerweile schon bei 11%. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Ich bin aber auch eigentlich gar nicht mehr bei eBay, um was zu verkaufen. Ja, muss man einfach mal so sagen. Genau, so, dann, das war jetzt die Verkaufsseite. Ich kann jetzt den Preis übernehmen und dann geht es weiter, Merkmale übernehmen. Jetzt suche ich mir hier die Fotos aus. Ich würde natürlich dann neue Fotos machen. Ich könnte die alten nehmen, aber das wäre ja Quatsch. Ich würde neue Fotos machen, lade die hoch, bis zu 10 Bilder. Und Eigentumsnachweis, ich muss die Uhr mit der Uhrzeit fotografieren. 03:35 Uhr und 8:30 Uhr. Und dann lade ich diese 2 Bilder hier separat hoch. Das heißt für Chrono24, dass die Uhr im Besitz ist, weil ich die genau mit der Uhrzeit fotografiert habe. Bei Digitaluhren, so wie Casios oder ähnliches, ist es immer nicht ganz so einfach, die Uhrzeit zu verstellen. Da kann man einen handgeschriebenen Zettel daneben legen mit der Uhr, wo man jetzt drauf schreibt 03:35 und legt dann die Uhr daneben. Das hat bisher auch funktioniert, um den Eigentumsnachweis dort zu bestätigen. Und dann prüft das, dann kommen noch die persönlichen Daten etc., dann prüft das Chrono24 und dann war es das. Es gibt dann praktisch noch so eine Art hervorgehobener Beitrag, der überall wesentlich besser platziert ist etc. Da kostet zuletzt 49 Euro einmalig und dadurch wird die Bearbeitung auch schneller und der Artikel ist auch schneller online. Genau. So, ich kann das jetzt aber auch als Entwurf speichern und kann dann später daran weiterarbeiten. So, dann haben wir noch, was ich auch interessant finde, die Merkzettel.
Also ich kann mir praktisch in dem Moment, wo ich auf eine Uhr gehe, sagen wir mal, ich gehe jetzt hier wieder auf meine Suche, die Tudor, gehe auf die Uhr und sage, Mensch, das finde ich super. Und schon ist das Ganze auf dem Merkzettel. Jetzt sind wir wieder auf dem Merkzettel, wo wir gerade waren, und schon steht sie hier eben oben drauf. Und jetzt kann ich sogar sagen, ich will eine Benachrichtigung haben per E-Mail oder nicht, wenn sich hier was tut. Vielleicht am Preis oder so, wenn man sagt, okay, für 5 kaufe ich sie, will mir aber nicht jeden Tag das angucken, klicke ich das E-Mail-Symbol hier an und das war's. Kann die Uhr auch zur Watch Collection hinzufügen, wie wir es ja bereits gesehen haben, um zu verfolgen, wie ist die Wertentwicklung. Also das ist wirklich super gemacht, es ist wirklich super durchdacht und das ganze System, ich meine, die Jungs machen das seit 18 Jahren, die wissen schon, was sie tun. Ja, und das merkt man auch, weil es geht hier wirklich nur um Uhren. Auf anderen Portalen sind Uhren ein kleiner Bestandteil von allem, was ich verkaufen habe. Socken, whatever. Ja. Hier geht es nur um Uhren und das merkt man einfach. Und dafür steht meiner Meinung nach auch Chrono24. Und für mich ist, wenn ich solche Uhren kaufen würde, eben gebraucht, auch bei Händlern, gucke ich immer mal bei Chrono24, wie sind da die Preise. Ja. Genau. So, dann haben wir die gespeicherten Suchen. Die einzelnen Suchen, die ich mal gespeichert habe, Moonsport, diverse Referenznummern etc. Ich kann mir immer Benachrichtigungen aktivieren, ja, nein, und kann die ganzen Themen aber auch sofort wieder entfernen. Das heißt, ich bekomme automatisch eine E-Mail, sobald sich in dem Bereich, was ich hier gespeichert habe als Suche, was tut. Ich kann ja jetzt hier mal Rolex Submariner eingeben. Date. Inserat ist fast fertig. Das ist wahrscheinlich jetzt zu allgemein. Wobei ich kann hier diese Suche speichern. Diese Suche speichern. Gespeicherte Suchen verwalten. Und schon habe ich hier Rolex Submariner allgemein. Ich kann natürlich mit den Referenznummern arbeiten, dann schränke ich es noch mehr ein, weil so kann man davon ausgehen, dass man jetzt mindestens jeden Tag eine E-Mail bekommt, die man aber auch in den E-Mail-Einstellungen nochmal einstellen kann, wie oft man eine E-Mail haben will. Wir haben noch die App Datenschutzeinstellungen und schon bin ich hier praktisch auf meiner Startseite, hier oben Suchfeld. Ganz interessant, die letzten Suchen sind hier eben auch sofort zu sehen. Ich kann mir die einzelnen Sachen angucken, kann hier unten schön filtern. Marke, Modell, Preis, Herstellungsjahr, Standort, whatever. Lieferumfang, Gehäuse, Durchmesser, alles, was man suchen möchte, kann man suchen. Genau. Hier sind meine Favoriten. Der Favorit von vorhin, die Tudor, ist hier auch direkt zu sehen. Dann die Watch Collection, meine Tudor, wo ich eben auch alle Daten schön sehen kann. Genau, hier kann ich direkt verkaufen. Meine Entwürfe, das war der Entwurf von vorhin. Jetzt kann ich auf jetzt fertigstellen gehen, bin dann wieder im Internet und kann hier direkt weiterarbeiten. Das läuft nicht über die App. Ansonsten, ja, dann habe ich noch mein Chrono kaufen, Nachrichten, Allgemeines, Mitteilungen etc. Also die App ist wirklich sehr einfach und ich komme ganz schnell zum Ziel. Also ich würde mir auf jeden Fall die App runterladen. Den Link packe ich auch unten in die Beschreibung. Und ja. Wie findet ihr denn die App auf den ersten Blick? Also ich habe halt alles durch die einzelnen Punkte hier unten, sehe ich halt alles sofort, ne? Das war's auch schon zum Thema, wie bin ich an die Tudor gekommen bei Chrono24 und wie verfolge ich den Wert der Uhr etc. Wie einfach kann ich eine Uhr verkaufen, was bezahle ich, was kostet mich die ganze Party und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und fragt. Ich habe mit Sicherheit hier und das eine vergessen. Ich hoffe, ich habe keine Falschinfos rübergebracht zum Thema eBay. Helft mir da gerne auf die Sprünge, wenn es da was anderes gibt. Aber ich bleibe dabei, selbst wenn eBay nur 5% nehmen würde. Chrono24 ist, was das Thema Uhren angeht, mein Portal,
zum Thema Uhren, weil es geht halt nur um Uhren. Und deswegen ist es das Portal, aus meiner Sicht. Nutzt die andere Portale, was gibt es noch? Vielleicht habe ich irgendwas nicht auf dem Schirm, aber dadurch, dass ich die ganze Welt erreiche und alles über ein Treuhandkonto sicher absichern kann, gerade im Privatverkaufsbereich und Privatkaufbereich, finde ich es einfach eine super Sache. Danke Chrono24 an der Stelle. Ihr in Karlsruhe macht wirklich super, super Arbeit. Schön, dass es euch gibt. Und jetzt komme ich hier noch auf die Tastatur vor lauter Euphorie. Ja, also, ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst uns das mal diskutieren, wenn es noch was zu diskutieren gibt. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Kauf und Verkauf eurer Uhr bei Chrono24 und wir sehen uns im nächsten Video. Also, ich wünsche euch was, ne? Macht's gut. Ciao.